Es ist eine Ungewissheit, aber es ist halt auch mega spannend. Es gibt einem so viel Energie, was Neues zu starten und einfach ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, okay, hey, mal sehen, was kommt. Und wahrscheinlich findet man auch gar nicht das, was man erwartet. Und genau das ist der Reiz und das Schöne, was das Leben auch irgendwie lebenswert macht am Ende. Hi, ich bin Nina Hi, ich bin Rico und wir sind Volunteers bei Tenerife Horse Rescue. und wir zeigen euch heute, wie wir leben. Hello, hello! Kommt rein, zeige ich euch mal was. Ja, das ist jetzt mein Cave. Hier lebe ich und wohne ich. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch viel an Zeug gerade, auch viele Projekte am Laufen. Kleiner Motor von meinem Motorrad auch im Hintergrund. Nochmal von außen sieht man es auch nochmal ganz klar, das war hier eigentlich alles flach. Danach denke ich mal, dass sie langsam hier die Steine einen auf den anderen gesetzt haben und halt die Steinewand hochgezogen haben. Dann hat sich es, glaube ich, hier so in der Ecke so ergeben, dass man halt eine kleine Höhle draus machen könnte. Sieht man auch dann ganz klar Dach drauf und sehr schön hier der Übergang zwischen Steine und Clay. Das ist jetzt aber auch schon 2 Jahre, glaube ich. Ja, 2,5 Jahre gibt es die schon. Das war schon eine der ersten Caves. Glücklicherweise habe ich es jetzt vor 3 Monaten bekommen und darf es jetzt auch hier drin genießen. Bin in Deutschland geboren, jedoch dann mit 4 Jahren nach Italien gezogen. Bin dann genau 10 Jahre in Italien geblieben und mit 14 wieder zurück ins deutsche Schulsystem, Realschule, Ausbildung, hin und her. Aber war sehr gut, weil, ich sag mal, aus italienischen Verhältnissen dann in die deutsche Schule zu kommen und vor allen Dingen Ausbildung, direkt Kontakt mit der Arbeitswelt und Geld verdienen. Das ist ja bei uns nicht so wirklich passiert nicht so oft. Das war sehr gut, hat mir auch sehr gefallen, aber mir hat dann halt auch wirklich Sonne gefehlt. Klima war das größte Problem für mich. Stolzer Sizilianer, mit 19 habe ich mir gesagt, okay, weißt du was, ich schmeiß jetzt alles hin, gehe wieder zurück nach Sizilien. Dann hatte ich auch versucht, dort zu studieren, hat nicht geklappt, weil ich dann Malta kennengelernt habe, also eine kleine Insel südlich von Sizilien. Dort habe ich dann 4 Jahre verbracht und dann habe ich gesagt, machen wir es nochmal, alles aufgeben und Rucksack und mal schauen, wo wir hingehen. Und ich kam dann halt auch hierher und nach 2 Tagen war ich schon wie zu Hause. Es war halt so gesucht und gefunden. Auf jeden Fall stäubiger, das auf jeden Fall. Aber sonst, ich vermisse vermisse jetzt nichts Großartiges von meinem Zimmer. Also ja, also es ist schon auf jeden Fall anders, also nicht so sauber, nicht vielleicht alles so aufgeräumt wie in einem Zimmer, wobei es ja auch nicht immer aufgeräumt ist. Aber sonst finde ich es auf jeden Fall viel, viel besser, hier in einer Cave zu schlafen, als in ein ganz normales Schlafzimmer. Also es ist schon ein ganz anderes Erlebnis, halt auch mein View macht auch schon einen Unterschied, also mein kleines Fenster, Meerblick den ganzen Tag und temperaturmäßig ist es auch viel angenehmer. Wird mal frisch, wenn es mal ein bisschen kühler ist, aber auch im Sommer, wenn jetzt die Sonne die ganze Zeit drauf strahlt, ist es ziemlich frisch hier drin, also sehr angenehm. Ja, ich habe genau über Staub gesprochen. Die Decke hinten musste ich dranhängen, weil durch die kleinen Löcher der ganze Staub reinfliegt. Deswegen habe ich jetzt erstmal die Decke da, aber da will ich noch mal was Schöneres machen. Gemütlich ist es sehr, sehr gemütlich. Das ist absolut. Und ja, eigentlich die Ecke ist die ich am meisten liebe. Also gemütlich, ruhig. Und da komme ich auch mal gerne zum Ausruhen hin. Ich vermisse jetzt von einer normalen Wohnung, außer mein Fernseher mit Fußball, vermisse ich jetzt nichts. Ich würde mal gerne, ja, sonntags oder so wäre schon schön, Fußball zu gucken. Aber sonst wirklich macht es mir jetzt für mich ist kein großer Unterschied, in einer Cave zu wohnen oder in einer Wohnung, in einer klassischen Wohnung. Willkommen.
Ja, hier vorne würde ich sagen, ist mein Wohnzimmer, meine kleine Bank. Ja, ansonsten ist es relativ überschaubar. Mein gemütliches Bett. Ich habe das Bild gefunden. Eine Freundin von mir hat mir zu meinem Geburtstag die hat mir die Lampen geschenkt. Und ja, es ist abends sehr gemütlich mit den Lichtern, mit den Kerzen. Ich habe hier die Tücher angehangen, ein paar Fotos von zu Hause. Und ja, hier ist mein kleiner Schrank, wo ich meine Klamotten drin habe. Das sind alles Materialien, die gefunden wurden oder gespendet wurden. Und ja, also alles ist hier recycelt und Secondhand. Ja, ich habe vorher in Barcelona gelebt und in einer ganz normalen Wohnung, wie man sie eben kennt, mit sauberem Boden, ohne Staub, ohne alles, mit normalen Wänden. Also es ist schon auf jeden Fall eine kleine Umgewöhnung, aber ich finde, man schläft viel besser hier. Aus irgendwelchen Gründen hat es eine schöne Energie. Ich schlafe unglaublich gut, werde von den Vögeln geweckt, ein ganz anderes Leben. Aber so schön und so pur einfach, würde ich sagen. Es ist einfach nur die Basics und mehr braucht man nicht. Die haben Leukämie, das ist ein Virus an Katzen und der ist übertragbar. Und von daher müssen unsere Katzen hier getrennt leben von den anderen. Ja, und sind ein bisschen langsamer als die anderen. Aber sehr, sehr lieb. Also es wäre schön, wenn sich jemand findet und unsere Katzen hier adoptieren würde. Die sind ganz, ganz lieb, ganz, ganz zahm. Können leider eben nicht mit anderen Katzen zusammenleben, die keine Leukämie haben. Aber suchen auf jeden Fall ein liebes Zuhause. Ich hatte einen Job in Barcelona, der mir überhaupt nicht mehr gefallen hat. Ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt und auch mit der ganzen Corona-Situation in der Großstadt wurde es mir ein bisschen zu viel. Ich habe vor einer Sprachschule gearbeitet, in einer Agentur für Sprachreisen und habe tagtäglich nur Corona-Sachen bearbeitet oder ja, mich mit nichts anderem mehr beschäftigt und wollte einfach davon irgendwo weg. Habe dann gekündigt und dachte, was mache ich jetzt? Dachte, okay, bin ich eigentlich zu alt für Workaway? Meine Freundin meinte, dann spinnst doch, bist du auf gar keinen Fall zu alt. Und ja, habe dann mein Profil auf Workaway erstellt, habe 2, 3 E-Mails geschrieben an Projekte, die mich interessiert haben. Es war mir eigentlich fast egal wo, Hauptsache in Spanien sollte es sein und irgendwas, was ja, Sinn ergibt. Irgendwas, was Sinn ergibt. Und Emma war die Einzige, die mir geantwortet hat, gleich am nächsten Tag. Wir waren dann sofort in Kontakt über Voice Messages auf WhatsApp und so weiter und so fort. Und dann meinte ich so, okay, das klingt richtig gut, was dort gemacht wird. Und Emma hatte so viel einfach Energie und Liebe für das Projekt, dass ich dachte, okay, das scheint irgendwie gut zu sein und da möchte ich gerne hin. Und habe meinen Flug gebucht, 2 Wochen später war ich hier. Und ja, habe einen Ort gefunden, der mich komplett erfüllt einfach. Und die Community gibt einem so viel, die Tiere geben einem noch mehr. Und ja, das war genau das, was ich gebraucht habe in dem Moment in meinem Leben. Toiletten und Duschen sind gleich neben der Küche. Also ich habe es nicht so weit, was sehr schön ist. Also man muss morgens bloß einmal kurz seine Flipflops anziehen und dann Glück haben, dass es frei ist. Dann geht es hier weiter in den Community-Bereich. Das ist unsere Küche. Das Herzstück der Finca. Und ja, die funktionieren einfach, wie man sich das einfach vorstellt. Wir können sogar die Temperatur da regeln. Und ja, was ich ganz kurios fand, ist, dass die Dusche mit Kompost erwärmt wird, das Wasser. Also hier ist unser kleiner Kompost, der unser Wasser erhitzt.
Und das kommt dann hier, kommen wir nachts, morgens, jede Uhrzeit haben wir warmes Wasser zum Duschen. So, unsere Waschmaschine. Nagelneu, wie ihr sehen könnt. Letzten Monat erst gekauft. Ups. Hoppa. So, dann stellen wir das Programm ein. Wer noch nicht eine Waschmaschine eingestellt hat, mal hier auf wie viel Umdrehungen wollen wir? 600 schleudern, 40 Grad und los geht's. Es ist schon anspruchsvoll, eine ganze Wäsche manuell zu machen. Man hat immer so einfach zu Hause 3 Knöpfe drücken und Umdrehungen bestimmen und dann ab geht's. Aber hier ist es nicht so. Im Grunde genommen denke ich mal, um wirklich zu überleben, braucht man viel, viel, viel weniger als das, was man uns vorschreibt. Rente. Ich soll mit 20 an meine Rente denken. Ja, irgendwo schon, aber ich muss mich jetzt nicht ganz genau auf die 40 Jahre Arbeit fokussieren bis zur Rente. Es gibt noch andere Sachen dazwischen, die man machen kann. Vor allen Dingen in meinem Alter, jetzt 20, denke ich mal, alles hinzuschmeißen und loszureißen, ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Weil wenn ich jetzt Pan 30 bin oder selbst 40, ist es nicht zu spät, um meine Sachen zu packen und wieder nach Hause zu gehen und meinen ganz normalen Job zu führen. Margaret, da ist noch eine. Ja? Ja? Ist da jemand? Wo ist denn? Ich kann sie nicht rausholen. Ja? Hm? Ja, was denn? Oh, Mülleimer ist auch schon unten. Okay, ja, sie ist auf jeden Fall auf der Mäusejagd. Gestern wollte ich es nicht glauben. Gestern war eine Maus in einer Bierkanne drin und ich wollte sie gerade wegschmeißen und sie ist ausgerastet und wollte diese Tüte hin. Habe ich die Tüte hingelegt und nach 5 Minuten kam da eine Maus raus und natürlich hat sie dann geschnappt. Also ich glaube, Mäuse gehören eigentlich dazu. Glücklicherweise sind es keine Ratten. Ganz vermeiden kann man es nicht. Wir sind hier komplett offen in der offenen Natur, aber jemand ist dafür verantwortlich. Sie befreit mich von Mäusen, aber ist jetzt auch kein großes Problem. Wenn jetzt nicht unbedingt natürlich irgendwas zum Essen oder einfach irgendwo rumliegen lässt, bekommt man die Mäuse nicht unbedingt zu sehen. Also ist für mich kein großes Problem, auf jeden Fall. Für Licht wurde es angefangen. Dann hat sich auch noch herausgestellt, dass ganz normal, wenn man ja am Flaschendeckel pustet, pfeift es. Und hier drumherum sind überall die Flaschen mit den Öffnungen nach außen. Das heißt, wenn der Wind vorbeibläst, ist es hier wie eine Oper. Also da geht hier die Musik los und einfach rundherum. Das ist wunderschön eigentlich. Aber ich glaube, das war nicht geplant, das war eher fürs Licht geplant. Danach hat sich das auch herausgestellt. Geld verdienen tut man jetzt ja, wie du schon gesagt hast, jetzt nicht. Man hat aber viele Möglichkeiten, wo man sich einen kleinen Job hier finden kann. Zum Beispiel jetzt sonntags bin ich auf dem Flohmarkt tätig. Dort kümmere ich mich um den ganzen Müll aufzuräumen und wegzubringen und hin und her. Und da kann man auch schon was verdienen. Eine andere Volunteer der Firma arbeitet hier unten in einem kleinen Städtchen, in einer Bar. Also ich sag mal so, wenn du schon arbeiten willst bzw. Geld brauchst, findest du dir schon deine Möglichkeiten. Mein Glück ist jetzt halt noch, dass ich online noch ein bisschen was verdiene, Trading und so weiter. Also habe ich mich von der Seite dort abgesichert. Das sind jetzt aber auch schon 4 Jahre, seitdem ich es mache. Denk nicht, dass du direkt damit Geld verdienen kannst von Tag 1, aber also nach 4 Jahren bin ich jetzt auch, sage ich mal, abgesichert, weiß, wie das funktioniert. Aber da gibt es auch noch 1000 andere Möglichkeiten, vor allen Dingen online, um Geld zu verdienen. Ich meine, Remote-Arbeiten ist gerade die Normalität. Von daher kann man halt mit einem Computer und Internetzugang kann man schon Geld verdienen. Dann gehen wir jetzt zu uns ins Büro.
Also hier sind wir jetzt in unserem etwas anderen Büro. Das sind meine wichtigsten Arbeitsmittel, mein Handy, Social Media und mein Laptop für die E-Mails und Spreadsheets und ja, administrativen Tätigkeiten, die man wahrscheinlich gar nicht so erwartet in einem Animal Sanctuary unbedingt. Also so wie ich meinen Tag beginne, mit Pferdemist schaufeln. Man hat ihn überall. Und den Pferden guten Morgen sagen. Und jetzt bin ich jetzt schon fast 3 Monate hier und denke so, Gott, die Zeit rennt, unglaublich. Und ich weiß noch nicht genau, ob ich hier schon fertig bin mit mir und dem Projekt und mit meinem Gefühl einfach, das ich hier habe. Ich habe mich vorher tatsächlich, wie soll ich es beschreiben? Ich habe vorher gar nicht mehr irgendwas so richtig gefühlt. Es war einfach alles irgendwie, man lebte so ein bisschen vor sich hin, war in so einem Trott. Corona hat einem auch irgendwie nicht besonders dabei geholfen, Abwechslung in sein Leben zu bringen. Und dann kommt man hier an und es explodiert quasi. Die Emotionen, Achterbahnfahrt, auf und ab, im Guten wie im Schlechten. Man muss sich irgendwie finden hier in der Gruppe. Und ja, ich habe halt was ganz anderes vorher gemacht. Aber es war sehr intensiv, aber auch eben gerade deshalb besonders schön, weil ich endlich wieder was spüren konnte. So richtig intensiv. Also hier ist unser Storage. Könnt ihr mal schauen, was als Supermarket Waste bezeichnet wird. Ja, das sind alles Spenden von Supermärkten, Farms hier in der Umgebung. Und davon leben wir und bekommen jetzt momentan 2-mal wöchentlich Lieferungen. Tatsächlich ist es so, dass ich immer wusste, dass viel Supermarkt-Waste existiert, aber nicht in welchem Ausmaß zum Beispiel. Das finde ich schon echt wirklich extrem beeindruckend, was weggeschmissen wird jeden Tag und was noch vollkommen okay ist. Und dass man sich das immer vor Augen führt und sagt, okay, dass man selbst aufpasst, dass man nichts verschwendet und einfach wirklich nur das kauft, was man braucht. Und wirklich so wenig wie möglich einfach wegwirft. Diese Wegwerfkultur. Und das ist alles so selbstverständlich. Und hier merken wir eben, dass es nicht alles selbstverständlich ist. Wir schauen immer, was gibt es gerade heute, was kam heute an. Und damit leben wir. Und das ist auch vollkommen okay. Man braucht nicht viel. Ich brauche auch keine 3 Zimmer zu Hause. Was soll ich mit denen machen? Ich brauche ein kleines Örtchen, wo ich mich wohlfühle. Vielleicht so wie hier eine kleine Terrasse, wo man irgendwie in den Himmel schauen kann. Aber mehr braucht man nicht. So, das ist mein jetziges Projekt. Älter als ich, 94er. Und den haben wir geschenkt bekommen. Zusammen mit einem anderen Van, den wir schon umgebaut haben als Wohnung natürlich, also beziehungsweise Caravan. Den versuchen wir jetzt auf die Straße zu bekommen, weil das wäre halt unser Retter, wenn wir alle großen Sachen transportieren müssen. Material, Pferdefutter und alles, was halt nicht in den kleinen Autos reinpasst, kommt dann hier rein. Dafür muss er erst den TÜV bestehen. Und dafür bin ich gerade dran. Ja, ein paar kleine Arbeiten müssen wir noch dran machen. Hier müssen wir reinfilmen. Hier regnet es rein. Oder kannst du die Sterne sehen? Ich hoffe, dass wir ihn retten können tatsächlich. Aber ja, falls nicht, neue Wohnung für jemanden. Ich weiß, dass ich hier weggehen werde auf jeden Fall. Aber aus dem einfachen Grund, ja, ich könnte sagen, ich könnte hier für immer bleiben. Aber ich will halt noch genauso. Ich hatte so viel Glück, diesen Ort zu finden, und genauso viel Glück will ich haben, andere Leute kennenzulernen, andere Orte zu finden. Und ja, wenn ich es nicht wage, werde ich es halt nicht herausfinden. Deswegen wird halt auch schon schmerzhaft sein, hier wegzugehen, weil, wie gesagt, nach den ersten 2 Tagen schon direkt dieses Zuhausegefühl gehabt. Und das war halt super.
Aber ich weiß, dass ich auch schon weiterziehen werde und sehr wahrscheinlich in den nächsten 3-4 Monaten wird sich dann das halt herausstellen, wo mein nächster Anfahrtspunkt sein wird. Ja, es ist am Endeffekt ist wirklich so. Traut euch einfach. Traut. Man muss sich selbst vertrauen, seinem Gefühl. Wenn man sich nicht mehr gut fühlt, wenn man nicht mehr glücklich ist mit dem, was man täglich erlebt oder wie man lebt, man muss es einfach verändern. Es geht nicht, aber es gibt keinen anderen Weg. Es gibt einfach, man muss sich einfach trauen. Und egal, wie es sich verändert, ist es ja auch nicht, hier ist es auch nichts für immer wahrscheinlich. Dann gibt sich was Neues, die Tür wird sich öffnen, der Weg wird sich zeigen. Man muss auf sich selbst vertrauen und auf sein Gefühl und dann einfach seinen Weg gehen. Und es ist nichts wichtiger als sein Glück zu verfolgen und glücklich zu sein und zufrieden zu sein.